Hallo! Frohe Weihnachten! Hallo! Genau, wir sind's, Pitted Studio TV, und wir machen hier Community-Arbeit mit uns selber, Jenny und Björn. Wir machen Computerspiele und sind jetzt hier und erzählen was über Weihnachten. Genau. Ja. Wann wird denn die Folge ausgestrahlt, weißt du das? Nee? Vorher, vor Weihnachten, danach? Ich hab's vergessen. Du hast vergessen, na guck mal, siehst du, dann wissen wir noch nicht mal, was wir erzählen sollen, oder? Doch, wir erzählen euch nämlich ein bisschen was zur Weihnachtszeit. Ja. Genau, denn Weihnachten ist so ein Fest, da kommen viele Menschen zur Ruhe und kommen zusammen, treffen sich mit der buckligen Verwandtschaft. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir erzählen mal ein bisschen was darüber, wie für uns Weihnachten ist, was uns das bedeutet und vielleicht ja auch, was es für euch ist. Das ist nämlich auch interessant. Mhm. Denn die Frage, die mit Weihnachten zum Beispiel einhergeht, ist, was wünscht man sich denn? Das ist ja die Zeit des Wünschens und was würde man sich denn zu Weihnachten so wünschen? Und da gibt's wieder zwei Dinge. Das eine ist, man wünscht sich irgendwas fürs Gemüt. Und das andere ist, man wünscht sich irgendwas für den Gabentisch. Und beides könnte man ja mal durchgehen. Mhm. Hättest du denn etwas, was du dir wünschen würdest? Ja, Indiana Jones spielen zu Weihnachten. Ach. Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist irgendwie, sogar Nikolaus kommt das Ding raus, 6. Dezember oder so, ne? Richtig? Ja, und ich glaube, das wäre so ein Ding, ja. Zu Weihnachten Indiana Jones, glaube ich, fände ich super. Finde ich gut. Ja. Okay, alles klar, ist gebongt. Ja. Es gibt noch eine andere Sache, also für den Gabentisch, die wir uns tatsächlich gewünscht haben. Und zwar wollen wir ja gerne in nächster Zeit ein bisschen mehr singen. Und dann gab es zum Beispiel so eine Karaoke-Box. Also eigentlich ist es nicht eine Karaoke-Box, eigentlich ist es eine große Musikbox, die eine Halle beschallen kann. Ja. Und gleichzeitig kann es zufälligerweise auch Karaoke, weil man da Mikros reinstecken kann. Eine PA, eine kleine habe ich, genau. Und Mikros, Gitarre kannst du dran anschließen, Zeugs halt, ne? Und Computer, damit man hier Karawan und Gedöns, genau. Da könnte man theoretisch durch die Gegend gehen und einfach Party machen und singen. Ja. Und das macht Spaß. Ja. Das ist ziemlich cool. Deswegen, das Ding kommt vielleicht auch unter einen Weihnachtsbaum. Ach so, du meinst die dicke Box. Mhm. Ah, okay. Mhm. Gut. Ja, eine Überlegung. Das sind ja schon mal zwei fette Sachen, ne? Das sind zwei sehr fette Sachen, ja. Und im Indiana Jones zocken finde ich auch total cool, weil das so ein bisschen lustig ist und nicht so schwer fürs Gemüt, weil ich glaube, das ist so ein Thema, was mich in letzter Zeit auch, also was ganz, ganz viele Menschen da draußen beschäftigt hat, euch mitunter wahrscheinlich auch, dass die letzten Wochen sehr anstrengend waren, die Menschen teilweise sehr deprimiert waren oder einfach völlig durchgedreht sind. Und das ist doch auch jetzt vielleicht auch mal Zeit für irgendwie was Besinnliches und ein bisschen Optimismus. Und, das wäre schön, ne? Ja, genau, dass man vielleicht sagt, okay, wir machen jetzt in der Weihnachtszeit etwas, was nur dafür da ist, um, damit es uns gut geht und damit wir uns auf das besinnen, was wirklich wichtig ist. Denn dafür war die Weihnachtszeit in den letzten Jahrzehnten, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich immer gut. Die Menschen, die werden dann nachdenklicher, ruhiger, sind ein bisschen mehr füreinander. Wäre ja auch irgendwie schön, wenn das im Rest des Jahres auch öfter mal so ist, aber die meisten Charity-Events zum Beispiel finden rund um die Weihnachtszeit statt. Friendly Fire zum Beispiel. Ja. Ja. Und viele diverse andere auch. Also das ist wirklich toll. Und die Menschen, die denken dann auf einmal auch mal mehr an andere. Und nicht so, wie mein Onkel damals gesagt hat, irgendwie, ja, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Also wenn die Welt wirklich so ist, dann wäre das eine sehr traurige Welt. Und darum haben wir ja alle die Gelegenheit, das ein bisschen anders zu gestalten und uns gegenseitig das Leben auch ein bisschen besser zu machen oder zu bereichern oder mal jemandem, den man sehr lieb hat, etwas schenken oder so weiter. Ein Geschenk habe ich zum Beispiel auch schon bekommen von uns. Das ist ganz cool. Ich greife mal hier hin. Warte, nicht bewegen. Guck mal hier. Ah ja. Oh, ja. Ja. Das ist schön. Das hier ist
Colossal Cave, die kleine Box. Das ist die Edition, die quasi auf den Markt kam, ja. Das gab also eigentlich nur Digitalversionen von Colossal Cave. Das ist das neueste Spiel von Roberta Williams. Ich mag ja sehr gerne Adventures. Sie hat ja damals mit Sierra die King's Quest-Reihe gemacht. Und Colossal Cave war halt das neueste Ding. Ja, das ist auch so völlig untergegangen. Hat kaum Sichtweite erreicht irgendwie. Aber irgendwie ist es süß. Und ich mag die Frau total gerne. Ich mag die Geschichte total gerne. Und dieses Ding habe ich tatsächlich auch noch nicht gespielt. Und mag trotzdem die Idee dieser kleinen Box. Da ist im Grunde genommen, ich kann ja mal ein bisschen Geschenke auspacken. Ja. Mal reingucken hier. Da ist nämlich total süß. Okay, das gehört jetzt eigentlich nicht da rein. Das ist nämlich von unserer liebsten Freundin Sabrina. Vielen Dank. Eine Karte mit etwas Persönlichem. Und dann ist da im Grunde genommen ein Steam-Key drin vom Spiel. Und dann ist da das Spiel auch selber drin, so total klassisch oldschool-mäßig auf einem Sticky. USB-Stick, ja? Ja, krass. Ich kann diesen USB-Stick quasi in meinen PC stecken und das Spiel einfach offline spielen. Das ist auch ein Ding, ne? Mhm. Cool. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Irgendwie süß. Und hier ist da noch ein bisschen was geschrieben. Mit Unterschrift von Roberta und Ken Williams. Finde ich süß. Ich mag das. Ich mag so kleine Sachen, die irgendwie niedlich sind. Und das ist jetzt so eine Miniaturvariante von es gibt doch was Physisches, ne? Da habe ich mich gefragt, ist das cool? Ist jetzt ein bisschen dicker als so eine normale DVD, ne? Oder ist es vielleicht zu klein? Will man sich das in den Schrank stellen und es passt nicht zu allen anderen? Oder eben doch, weil es was Besonderes ist? Was sagt ihr dazu? Ja, DVD ist etwa so, ne? Also ja, stimmt. Box kann man das sehen, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Mhm. Ja. Vielen Dank. Ja, was macht man sonst zu Weihnachten? Was machen wir denn zu Weihnachten? Wir werden hier zu Hause Raclette machen, wie immer jedes Jahr. Lecker. Dann werden wir die Gitarre auspacken, Weihnachtslieder singen mit der Familie, ne? Und das ist eigentlich mal so eine Pause, ne? Eine Pause von allem irgendwie. Da arbeiten wir nicht, ne? Klassischerweise zwischen Weihnachten und Silvester haben wir auch immer Urlaub gemacht und haben nicht gearbeitet. Ja. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr auch schaffen. Mhm. Ne? Wir werden sehen. Ne? Oh, ja, das ist immer so ein bisschen verführerisch, dann so mal an einem Tag, so, ne, genau, ne, dann, das ist dann immer so eine Sache, dann macht man es dann trotzdem noch, aber wir werden versuchen, es auf ein Minimum zu reduzieren. Ja. Ne? Ja. Das ist schon wichtig, dass man eine Pause hat von dieser ganzen Stressgeschichte. Und die bietet sich halt an. Ne? Ja, genau. Wie geht's euch denn damit? Gibt es etwas Besonderes, was ihr euch wünschen würdet? Vielleicht von den Menschen in eurer Umgebung wünschen würdet? Oder gibt es etwas, was ihr so anstrebt? Oder gibt es ein besonderes Geschenk, über das ihr euch besonders freut? Oder vielleicht auch, wenn ihr das ja jetzt nach Weihnachten seht, gibt es etwas besonders Schönes, was ihr geschenkt bekommen habt? Dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Vielleicht an dieser Stelle noch eine Community-Frage. Ja, das ist eine gute Idee. Etwas, was viele Leute gefragt haben und es nicht mehr in die letzte QA geschafft hat, war, ob wir Drova gesehen oder gespielt haben. Genau, das kam nämlich jetzt letztens raus, das ist tatsächlich schon einige Wochen jetzt mittlerweile her. Und es ist so ein kleines 2D-Rollenspiel, das vom HUD und sehr vielen Bedienelementen schon sehr ähnlich ist, wie damals Gothic war. Und die haben auch ganz klar kommuniziert, dass Gothic eine Inspiration war für das Spiel. Und wir haben tatsächlich auch Kontakt kurz zu einem der Entwickler gehabt und haben das Spiel jetzt nicht durchgespielt, dafür hatten wir keine Zeit, aber wir haben zumindest das angeguckt und so ein bisschen den Launch verfolgt und fanden das sehr schön, dass die mit ihrer Idee tatsächlich so gut angekommen sind. Vielleicht für Interessierte das Spiel, das ist im Grunde genommen ein bisschen
knifflig, also auch da an der Stelle kriegt man am Anfang ordentlich aufs Maul und später, Ja. da passt sich, also wenn man dann selber später besser wird und sich aufrüstet irgendwie, und da hat es tatsächlich vom Look and Feel und vom Charme her sehr viel Ähnlichkeiten mit dem Gothic-Prinzip und wird so ein bisschen als 2D-Gothic gehandelt. Mhm. Das ist von oben betrachtet, ne? Es ist eine sehr gut gemachte Pixelgrafik. Ne? Und ich finde es sehr, sehr schön. Ja. Sehr stimmig gemacht, ja. In dem Zusammenhang wurde dann auch gefragt, was ich dann gleich mitfrage an der Stelle, ob die uns dann die Idee geklaut haben, irgendwie, ob wir dasselbe machen wollten. Glücklicherweise ist das nicht Nein. so. Wir hatten ja auch schon verraten, dass wir tatsächlich im 3D-Bereich bleiben und ein bisschen mehr in die Adventure-Richtung gehen mit unserem Spiel und an der Stelle ein etwas anderes Rollenspiel announcen wollen. Ihr könnt gespannt bleiben. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Und schöne Feiertage. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Warum hat er sich eigentlich eine von seinen Hosen um den Hals gehängt? Ja. Und die Frage ist zu beantworten, weil es farblich halt dazu gepasst hat. Er hat halt Zu keinen seiner roten Mütze. Schal.